Paragon ist jetzt kostenlos und du denkst, geil, mal reinschnuppern. Aber MOBA ist für dich ein indischer Volkstanz und generell guckst du wie das Schwein ins Uhrwerk. Dann haben wir für dich den perfekten Einstieg. Vom Noob zum Gentle Pro. In unter 5 Minuten. Los geht's. Das ist Agora. A-G-O-R-A. Ja, symmetrisch, sieht man, langweilig, ich weiß. Aber das ist wichtig, damit das Spiel fair ist, denn Paragon ist ein MOBA und das heißt, 2 Teams mit 5 Spielern treten gegeneinander an. Jeder Spieler spielt einen einzigartigen Helden mit 4 einzigartigen Fähigkeiten und einem nicht ganz so einzigartigen Standardangriff. Das Ziel ist es nun, mit seinen Fähigkeiten und den Fähigkeiten deiner Teamkollegen die feindliche Basis zu zerstören, den Chor des Feindes. Und du und dein Team müsst natürlich dafür sorgen, dass der Feind nicht deinen Chor kaputt macht, denn der zuerst den Chor zerstört, hat gewonnen. Und mal im Ernst, das sollten ja wohl wirklich nicht die Douchebags von da oben sein. Oder? Um zur gegnerischen Basis, zum gegnerischen Chor zu kommen, gibt es 3 Hauptwege, sogenannte Lanes. Die linke Lane, die mittlere Lane und die rechte Lane. Um zwischen den Lanes hin und her zu laufen, gibt es diesen sogenannten Jungle. Alles zwischen den Lanes ist völlig zugewachsen. Damit man zum Spielstart nicht einfach zum Gegner durchrennt und den Chor angreift, wird jede Lane von 3 Türmen bewacht. Erst wenn man es auf einer Lane schafft, 3 Türme zu zerstören, kann man den Chor vom Feind angreifen und das Spiel gewinnen. Super easy, oder? Wie, du hast noch eine Frage? Schweigefuchs, wir sind noch nicht fertig, weiter geht's. Die Tower sind gar nicht so easy zu zerstören, um genau zu sein, sind sie sogar eine richtige Bitch. Kommt man ihnen zu nahe, bekommt man den kompletten Todessternlaser ab. Man braucht etwas, das den Schaden auf sich nimmt. Und hier kommt der beste Freund des Menschen zu tragen. Nicht der Hund, nein, der Minion. Yeah! Musik aus Copyright-Gründen professionell nachvertont. Von deinem Chor aus werden von Anfang des Games bis zum Ende des Games regelmäßig kleine Minion-Squads gespawnt, die immer die Lane entlang laufen. Und das so lange, bis sie tot sind oder beim Chor des Feindes angekommen sind. Die Reichweite der Türme erkennt man an der kreisrunden Abgrenzung unten am Boden. Wandern deine Minions nun in die Reichweite von Türmen des Gegners, attackiert der Turm so lange die Minions, bis alle in seiner Range tot sind. In dieser Zeit kannst du mit deiner Gruppe den Turm attackieren, bis er zerstört wurde. Der Gegner wird natürlich versuchen, den Turm zu verteidigen, deine Minions in seiner Reichweite zu töten oder euch direkt angreifen. Konzentriere dich immer auf den Turm. Greifst du nämlich einen feindlichen Spieler in der Reichweite des Turms an, wirst du sofort vom Turm beschossen, egal wie viele Minions von dir in seiner Reichweite sind. Um einen Turm zu zerstören, musst du also die gegnerischen Minions töten und deinen eigenen Minions die Chance geben, den gegnerischen Turm zu erreichen. Der Gegner auf seiner Seite wird genau das gleiche bei dir versuchen. Und so entsteht ein ständiges Armdrücken beider Teams auf jeder Lane. Dieses Armdrücken gewinnt dann das stärkere Team, das es schafft, mehr Türme zu zerstören und zum Schluss den Chor vernichtet. Deine Aufgabe ist es, im Team zu spielen, stärker zu werden und besser zu spielen als der Feind. Nur so gewinnst du. Das war, wie gewinnt dein Team das Spiel, aber wie gewinnst du mit deinem Helden das Spiel? Um das Spiel zu gewinnen, musst du stärker sein als der Gegner und das machst du von der ersten Sekunde an mit den 5 goldenen Regeln. Punkt 1, sterb auf keinen Fall. Punkt 2, sterb auf keinen Fall. Punkt 3, sammel Erfahrungspunkte, indem du feindliche Minions oder Helden tötest, um die Fähigkeiten, also Skills, deines Helden zu verbessern. Punkt 4, töte Minions und Helden, um Kartenmacht zu sammeln. Damit kaufst du in deiner Basis Ausrüstung, um die Stärke deiner Fähigkeit und deine Resistenzen zu erhöhen. Und der letzte Punkt 5, sterb auf keinen Fall. Du erkennst, alles dreht sich um Erfahrung sammeln. Das heißt, du musst Minions töten und Helden töten, um stärker zu werden als die feindlichen Helden. Am Anfang des Spiels sucht sich jeder Spieler seine Lane. Normalerweise spielt man alleine oder zu zweit auf einer Lane, sodass jede Lane abgedeckt ist. Am Anfang dreht sich alles darum, die feindlichen Minions zu töten. Richtige Anfänger werden nun alle feindlichen Minions, die über den Weg laufen, auf Teufel komm raus ausschalten. Jetzt bist du ja aber kein richtiger Anfänger mehr, denn du wirst nur ganz wenig auf die feindlichen Minions feuern. Nämlich immer nur den letzten Schuss, den sogenannten Last Hit. Wenn deine Minions nämlich den feindlichen Minion töten, dann bekommst du nur ein ganz kleines bisschen Erfahrung. Wenn du aber mit deinem Schuss den Minion tötest, dann bekommst du ein Vielfaches der Erfahrung. Du kannst dadurch einen Vorsprung erspielen, indem du einfach immer nur den letzten Treffer machst. Habe ich einfach gesagt? Es ist nicht einfach und erfordert echt viel Übung. Das Problem ist aber, wenn du alle Minions vom Feind am Anfang tötest, dann wandern deine immer weiter zum Turm und das möchtest du nicht immer, weil du dann so weit vorne bist, dass der Feind dich von hinten angreifen kann. Wenn du im Spiel genug Last-Hits gesammelt hast, dann bekommst du Kartenmacht und die musst du ausgeben. Dafür musst du regelmäßig mehrmals im Spiel immer wieder zu deiner Basis zurück und einkaufen. Du siehst, das Spiel bietet jede Menge Strategie und auch jede Menge Action, deswegen ist es so Hammer. Um zu gewinnen, spiele als Team, sterbe nicht, farme die Minions des Gegners mit Last-Hits, gehe regelmäßig zurück zur Basis, um neue Ausrüstung zu kaufen, du darfst nicht sterben,
zerstöre die Türme des Feindes und den feindlichen Chor. So, das wär's für diesen Guide. Wir haben es gerade geschafft. Wow, unter 5 Minuten. Wow! In den nächsten Guides gehen wir auf die Helden ein, auf die Rollen, die zu erfüllen sind und Map-Mechaniken, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du Fragen oder Hilfe brauchst, dann post es einfach hier unter dieses Video oder komm auf unseren Discord-Server von Gamerholics TV, wo wir jeden Anfänger und Neuling begrüßen und liebend gern im Spiel oder mit Rat und Tat im Voice-Chat zur Seite stehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein kleines Däumchen da, ansonsten kannst du uns auch abonnieren, dann bekommst du immer den neuesten Shit von Gamerholics TV oder besuch uns auf Twitch. So, Sellout is over, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld oder in den nächsten Guides. Mach's gut, ciao ciao.